Hallo zusammen, ich bin Adel der Reisende. Ich reise mit meinem Camper und meinen 2 Hunden durch Griechenland, sage ich mal. Und bin gerade auf Kreta, noch auf einem wunderbaren Platz hier im Südwesten. Elafonisi heißt der Strand. Hier stehen noch ein paar Camper mit mir verteilt. Und heute ist wieder ein schöner sonniger Tag. Ja, und ich möchte euch heute was erzählen. Ja, über mein Wohlbefinden, kann man sagen, wie ich mich fühle. Bin ich reisemüde oder bin ich angekommen oder was ist es? Warum ich jetzt zum Beispiel nicht weiterreise? Gefällt es mir hier so gut oder habe ich keine Lust weiter zu reisen? Aber bevor ich da drauf komme, möchte ich auf das letzte Video kurz anknüpfen. Oder nicht anknüpfen, sondern also kurz noch was dazu sagen. Da ging es um Neid. Wie ja, Menschen, die neidisch sind, da rauskommen, wenn sie merken, sie sind neidisch. Oder wie Menschen, die Neid erfahren, sich davor schützen können oder es lösen oder sich davon trennen. Ich habe einige sehr interessante Kommentare erhalten, die mich auch nochmal zum Nachdenken gebracht haben. Und ich muss auch sagen, ja, da ist auch was dran. Und zwar, es gibt einen Unterschied. Neid an sich ist nicht besonders das Schlimme. Es ist nur gepaart damit, wenn jemand neidisch ist und einem etwas nicht gönnt. Aber wenn jemand nur neidisch ist, also er beneidet mich jetzt zum Beispiel, aber er gönnt es mir trotzdem, ja, aber er würde sich das auch für sich selber wünschen, deshalb ist er schon neidisch darauf, auf das Leben, was ich jetzt führe, dann ist das ja okay. Ne? Dieser Neid ist dann ein positiver Neid, der ihn dann antreibt, oder sie, und zwar, dass er die Schritte einleitet zur Veränderung, um auch so ein Leben führen zu können. Oder ein anderes, das, was er sich halt wünscht. Ne? Ich wollte eigentlich hier raus. Hier war doch ein Loch im Zaun. Keine Ahnung. Ich wollte in die Abkürzung gehen. Ich wandere nämlich jetzt gerade, wollte hier an die Küste entlang gehen mit euch. Aber jemand hat den Zaun repariert in der Nacht oder was. Gestern war er nämlich noch nicht. Ja, okay. Dann gehen wir doch den längeren Weg. Oder ist das da hinten? Egal. Ich gehe mal da hinten gucken. Also, ich möchte ein bisschen an der Küste entlang gehen, weil es ein richtig schöner Weg und da sind wunderschöne Strände auch. Also die sind jetzt nicht so sandig wie hier, nicht so feinsandig, auch steinig, aber es ist sehr einsam und sehr schön. Ja, was wollte ich sagen? Also, ja, wenn jemand neidisch ist und einem das auch nicht gönnt, ne, dann geht es, das ist schon etwas schlimmer, das nennt man dann Missgunst. Missgunst, steckt das Gönnen ja drin, gönnt mir Mist, Miss. Also er gönnt es mir nicht. Und hier ist das Loch. Der Gordi hat es schon gefunden. Der weiß schon Bescheid. Ja? Gehen wir hier runter durch.
Upsala. So, dann gehen wir hier weiter. Und wenn das kann auch dann so weit gehen, dass es schon zum Hass übergeht und zum Mobbing. Also dann wird es richtig extrem. Dann gönnt das einem nicht nur, sondern er wünscht einem auch noch was Schlimmes oder versucht einen fertig zu machen oder sonst was. Also das habe ich natürlich nicht. Ne? Also bei mir ist es, ich habe das nur angesprochen, weil ich das Wort Neid in einer Vision erhalten habe, dass ich dann in den Müll geschmissen habe. Oder ein Reggae-Typ, also wahrscheinlich bin ich der. So spricht das Universum mit mir. Jedenfalls ich habe mich jetzt davon so gelöst, energetisch. Und es ist mir auch egal, wer oder was oder warum. Oder ich habe aufgerufen dazu, sich ruhig bei mir zu melden, ne? Weil viele meine Videos verfolgen von meinen alten Freunden, schätze ich mal. Aber die geben mir nie ein Feedback, also kein Kommentar oder nichts. Und ja, finde ich zwar schade, aber es ist auch okay für mich. Weil das ist halt mein altes Leben. Diese alten Bekanntschaften, sage ich mal, die kennen mich ja nicht so, wie ich jetzt bin. Ich bin jetzt ein anderer Mensch. Früher hieß ich André und jetzt heiße ich Adel. Ich habe 2 Vornamen und als Kind hieß ich auch Adel und dann in Deutschland habe ich aber gesagt, ich möchte André genannt werden und dann hieß ich André. Und dann hatte ich kurze Haare und keinen Bart und erst seit den letzten 5 Jahren habe ich mich so transformiert. Habe ich ja in einem meiner letzten Videos auch gezeigt und erklärt, meine innere und äußere Transformation, mein Weg in der Transformation. Recht interessant, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, die können jetzt natürlich mich nicht mit Adel ansprechen. Hallo Adel, die kennen mich ja nicht als Adel. Die könnten dann André schreiben, natürlich, immer noch, also ich bin ja auch noch der André. Aber für mich, also wahrscheinlich sind die total baff, wissen gar nicht, wer das ist. Ich bin Fremder. Ja, ich erkenne mich manchmal selber nicht. Ja, das ist die andere Sache. Da habe ich natürlich vollstes Verständnis, wenn die mich nicht ansprechen können. Aber das ist ja auch okay. Und wenn sie mich gar nicht verfolgen, dann ist es auch okay, weil ich habe genug Leute, die Interesse haben an dem, was ich jetzt mache und sich auch weiterentwickeln wollen. Ja, und da freue ich mich total drauf, auf diese neuen Kontakte. Also auch hier habe ich auch sehr nette Menschen um mich herum. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das, was jetzt ansteht noch. Oder wie sich das Ganze noch entwickelt. Ich habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl. Was wollte ich sagen? Und dann kam noch ein Kommentar, also von einem alten Freund. Also ein paar Leute, die melden sich schon, aber ganz, ganz, ganz wenige. Also einer hat sich gemeldet und hat auch gesagt, ja super, finde ich mutig, dass du das ansprichst. Ich finde es gar nicht mutig, aber obwohl, es ist, weiß ich nicht, es ist mutig. Ich finde, also für mich ist es nicht mutig, weil ich habe ja mit den Menschen ja gar keinen Kontakt mehr. Also ich werde sie nie wiedersehen wahrscheinlich. Und wenn, dann muss es von ihnen ausgehen, dann müssen sie mich hier besuchen. Und dann ist es ja auch okay. Denn ich werde wahrscheinlich nicht so schnell nach Deutschland wiederkommen. Ich weiß es noch nicht, so wie das jetzt alles so sich entwickelt. Und warum sollte ich?
Ja, muss mal hier kurz ein bisschen klettern. Ich zeige mal kurz hier, wo ich bin. Hier ist wohl ein Wanderweg sogar eingezeichnet oder markiert. Ja. Okay. Also mega schön hier, oder? Okay, dann gehen wir mal weiter. Was wollte ich sagen? Ach so, und er sagte mir, ja, Neid wird leise, wenn man es laut macht. Das stimmt. Dadurch, wenn man das offen anspricht, dann hörst du auch nichts mehr davon. Das ist sehr interessant. Also, das stimmt. Und ja, warum entsteht auch noch Neid? Das ist genauso wie wenn man zusammen in einem Knast ist, ja, gefangen, wie die Vöglein, und einer bricht aus, ja, ein Vogel ist draußen. Sind die, okay, bei den Vögeln, da gibt es keinen Neid, aber draußen ist es immer schöner, ja. Also denkt man, am anderen Seite des Ufers wächst das Gras höher oder ist grüner oder wie das Sprichwort ist. Und ja, der halt ausbricht aus den Konventionen, der ist halt kein Mitläufer und der ist halt nicht normal, also unnormal, nicht der Norm entsprechend. Und der ist halt ja, der passt dann einfach nicht da rein in das Weltbild. Und deshalb haben manche Menschen auch ein Problem damit. Das kann ich mir auch vorstellen. Boah, jetzt habe ich aber genug darüber geredet. Also es war auf jeden Fall ein mega, mega interessantes Thema. Eine alte Freundin von mir hat sich auf jeden Fall doch gemeldet. Und das fand ich super, super stark von ihr. Und wir haben einen super Kontakt jetzt, gerade dadurch, weil ich das angesprochen habe, aber ich habe es ja allgemein angesprochen. Ich habe jetzt keinen namentlich hier erwähnt. Und sie ja, sie fühlte sich schon etwas angesprochen und hat sich dann daraufhin sich bei mir sehr nett gemeldet. Und ja, also sie hat eine Art von Neid, aber kein Missgunst. Und deshalb wollte ich das nochmal ansprechen. Also das ist nicht so schlimm. Also ein gesunder Neid ist ja in Ordnung. Ne? Aber da sollte man auch an sich arbeiten. Also hier zum Beispiel, auf sowas kann man neidisch sein. Ne? Aber mir das trotzdem gönnen, dass ich hier bin. Herrlich, herrlich. Ja, deshalb bin ich hier. Ich liebe diese Farben. Ja, nun zu meiner Reisemüdigkeit. Bin ich jetzt wirklich reisemüde geworden? Ich weiß es nicht. Ich hatte meine Phase dann, ja, ich sag mal so. Ich habe schon jetzt viel gesehen in den letzten Monaten. Die Strände wiederholen sich, sehen natürlich immer ein bisschen anders aus. Hier, also ich bin froh, dass ich zuerst auf Peloponnes war und dann jetzt hier, weil das ist jetzt hier noch mein Schüppchen schöner, sage ich mal, kleines. Also da gab es ja auch tolle Strände, ne? Vor allem da war es auch sehr ruhig, kaum Touristen, ein paar Camper. Aber hier sind ja schon mehr Hotels auch. Hier in der Ecke jetzt nicht, aber ich kenn Kreta jetzt noch nicht. Ich habe noch nicht so viel gesehen. Erst nur den Westen und den Norden, also Nordwesten. Und im Norden ist schon einiges
an Tourismus. Und da gibt es auch Leute, ne? Also es gibt auch einige, die hier leben. Und hier ist schon etwas mehr los als auf Peloponnes. Gerade hier bei diesem wundervollen Strand, das ist ein Touristenanziehungspunkt. Ich weiß nicht, wie es sich entwickelt in den nächsten Monaten. Wird es natürlich voller, ne? Das ist klar. Aber ich hatte von vornherein das Ziel, nach Kreta zu reisen. Und dann war ich mir nicht sicher, ob das mein Platz ist oder jetzt über den Winter, weil es hier auch sehr kalt oder auch stürmisch sein kann. Dieses war etwas generell ein bisschen milder, aber auch windiger. Und dann habe ich lieber weniger Wind. Ja, was kann man sagen? Also ich fühle mich hier irgendwie angekommen, muss ich sagen. Also ich bin auch reisemüde geworden. Also es ist beides. Ich denke im Moment so, mich zieht es nicht in die Türkei zum Beispiel jetzt. Aktuell wegen der Lagesituation da auch sowieso nicht. Und ich bin ein Strandtyp und Naturtyp. Ich gehe nicht irgendwas besichtigen in der Stadt oder so oder Kultur, weil ich habe hier 2 Hunde, die ich möglichst immer frei rumlaufen lasse und das würde dann nicht gehen. Ne? Und daher bringt es ja für mich eigentlich nichts. Buddy, hey, nicht so weit. Dazu muss ich mal drauf achten, wo die Hunde rumlaufen. Der geht hier ziemlich ab, weil hier gibt es so tolle Gerüche von den Ziegen, die hier so frei rumlaufen. Und dann geht der gut ab hier. Komm! Ich habe aber das erste Mal das Gefühl, auch angekommen zu sein. Das ist der Unterschied zu Peloponnes. Es liegt nicht unbedingt hier an diese Strände. Ne? Es ist einfach so. Es fühlt sich so an, als ob ich hier bleiben möchte. Ich habe so eine Vorahnung. Und es zieht mich jetzt gerade nicht weiter in die Türkei. Oder ich hatte ja vor, dann über Bulgarien, Rumänien, Ungarn zurück nach Deutschland im Sommer zu kommen. Ich bin mir da aber jetzt also schon fast ja, sicher. Also ich sag mal, Pläne sind da, um sie wieder umzuschmeißen. Und ich habe gemerkt, dass ich besser fahre, wenn ich kurzfristig entscheide. Und jetzt, ich suche ja sowieso einen Platz, wo ich länger bleiben kann. Und da ich jetzt ja keinen richtigen, also keinen üblichen Reiseblock mache, sondern es hat sich jetzt so entwickelt, dass ich ja mehr so über mich und meine spirituellen Themen und Erkenntnisse mit euch teile, dann und euch schon nebenbei zeige, wo ich gerade bin, ist das ja kein typischer Reiseblog. Also muss ich jetzt auch nicht unbedingt immer reisen, um euch was zu zeigen, sondern ich zeige einfach, wie ich lebe und was ich mache und erzähle euch dann etwas über bestimmte Themen, um euch Mut zu machen oder zu Bewusstsein, ein paar Themen bewusster mache, ein paar Anregungen, Impulse gebe und ja, und das ist quasi jetzt so mein Vorhaben mit diesem Kanal. Wow. Ja, das ist sehr interessant hier. Manchmal muss man hier über Stock und Stein ein bisschen klettern. Ja.
So, hier bin ich jetzt. Hier geht's lang. Ja, die Landschaft hier ist ein bisschen karger als auf Peloponnes, also zumindest hier die Ecke. Sehr schroff. Okay, weiter. Entschuldigung. Ich werde daher auch nicht mehr unbedingt immer zeigen, wo ich gerade bin, so genau. Ich bin auf Kreta. Denn ich bin einfach auf Kreta. Es ist jetzt kein typischer Reisevlog. Habe ich mir jetzt so vorgenommen. Ich schaue mal, wie lange ich es hier aushalte und was noch kommt. Und ich habe das Gefühl, da kommt noch etwas, wo ich dann einen Platz finde, wo ich dann auch länger bleiben kann. Und wenn es im Sommer hier zu voll wird an den Stränden, dann oder ab Ostern soll es schon etwas mehr werden, dann wird es mir wahrscheinlich hier sowieso zu warm. Dann werde ich mehr in die Berge gehen und da wandern oder da abhängen und mein Ding machen. Ja, für eine gewisse Zeit, also ist mir das klar, dass ich am Mittelmeer keinen ruhigen Fleck mehr finden kann und dann ist es auch meistens viel zu heiß. Aber ich habe dann nicht vor, dann 3000 Kilometer in den Norden zu fahren, nur weil mir das dann zu heiß ist. Man findet hier in den Bergen auch kühle Stellen und vielleicht finde ich ja einen schönen Platz, wo ich dann einfach bleibe oder eine Gemeinschaft. Also das wäre natürlich das Schönste, eine Gemeinschaft, die zu mir passt. Vielleicht so ein bisschen Hippie-mäßiges, entspannte Leute. Oh, das ist doch ein Traum hier. Das ist echt traumhaft. Traumhaft. Buddy, hey! Den muss ich immer ein bisschen ermahnen. Gestern war er auch mal kurz weg. Ja, ist aber verständlich. Boah, ich glaube, hier bleibe ich jetzt erstmal eine Weile. Hier ist auch ein bisschen windgeschützt. Herrlich. Ja, also soweit zu mir. Also, so, Gott, ich springt schon ins Wasser. Der findet das auch total geil hier. Herrlich. Also Gordy hat entschieden, dass wir hier bleiben. Ich bin eigentlich auch fertig mit dem Thema. Viel gibt es ja heute nicht zu erzählen. Wow, es ist schon frisch, das Wasser. Oh. Wow. Okay. Wir chillen jetzt hier ein bisschen. Die nächsten 2 Tage wird es wieder ein bisschen kühler, bewölkter. Über Nacht könnten ein paar Regentropfen runterkommen, habe ich gesehen. Deshalb habe ich heute noch schnell ein Video gedreht. Sonst hätte ich morgen wahrscheinlich erst eins gemacht. Aber ich möchte euch das natürlich hier bei schönem Sonnenschein zeigen. Ja, weil es dann einfach schöner ist zu sehen. Okay, also was gibt es noch zu erzählen? Nix, würde ich sagen. Heute mal ein bisschen entspannter und ein kleines Lebenszeichen von mir. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen wundervollen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es schaut. Und danke für die ganz vielen
super netten Kommentare, die ihr mir gebt und diese Wertschätzung, die ihr mir gebt. Ich habe echt, also ich fühle mich da super, super, super geehrt und freue mich, dass es euch gefällt. Und ja, das bestärkt mich einfach darin und motiviert mich weiterzumachen. Und ich freue mich darüber. Danke, euer Adel, der Reisende.